Hallo, ich bin Julian, ich bin 25 Jahre alt und ich habe gerade meine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung abgeschlossen. Ich habe die Ausbildung gemacht bei Göllner in Nienburg. Also ich hatte ja bereits einmal studiert in Osnabrück. Da hatte ich einen Zwei-Fächer-Bachelor angefangen mit den Fächern VWL und Philosophie. Wird mir auch ständig gesagt, dass es eine doofe Kombination ist, aber ich hatte immerhin zwei Kommilitonen, die das gleiche gemacht haben. Aber ich habe das Studium nicht abgeschlossen, weil VWL mich nicht, war da doch nichts für mich. Und deswegen dachte ich mir, fange ich lieber mit einer Ausbildung an. Da habe ich dann was Handfesteres. Ja. Ja, und der Vorteil bei der Ausbildung ist auch, dass man eine festere Struktur hat, dass man weiß, woran man ist, dass man danach schon direkt arbeiten kann, dass man nicht erstmal suchen muss, was kann ich jetzt mit dem Studium überhaupt machen, sondern du hast die Ausbildung gemacht und du weißt, könntest jetzt dich überall als Speditionskaufmann bewerben. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass man sein eigenes Geld verdient. Natürlich beim Studium wird man auch in gewisser Weise gefördert, aber bei mir zum Beispiel musste ich dann immer von meinen Eltern das Geld bekommen. Und wenn du dein eigenes Geld hast, dann hast du natürlich ein bisschen mehr Freiraum. Du kannst selber entscheiden, wofür du das Geld benutzt. Und du fühlst dich nicht so schlecht, wenn du mal ein bisschen zu viel ausgibst, sage ich mal, weil du weißt, es ist dein eigenes Geld. Ja. Ja, und in der Ausbildung lernt man ja auch viel Praxiserfahrung. Man sieht, wie das genau am PC abläuft, wie das erfasst wird. Man hat Kontakt zu den Fahrern, man sieht, wie die Sendung beladen. Wir haben ja das Lager auch direkt am Haus. Das heißt, ja, man kann quasi hingehen und sich das anschauen. Man merkt, wie der Ablauf organisiert ist. Das war tatsächlich ein Zufall. Ich hatte eigentlich mich hauptsächlich für Bürokaufmann beworben, weil ich gerne im Büro arbeiten wollte. Ich dachte, dass mir das gut liegt, am Computer zu arbeiten. Und dann kam es zu einem Azubi-Speed-Dating. Das war kurz bevor die Ausbildung startete, also kurz vor dem 1. August, wo die gestartet wäre. Und da hatte ich dann auch angegeben, dass ich Bürokaufmann suche. Allerdings wurde ich dann angerufen und hat gefragt, ja, wir haben ja auch Speditionskaufmann, können Sie sich das auch vorstellen? Dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Ist auch Kaufmann, klingt auch nach Büro. Und deshalb dachte ich mir, ja, versuche ich es einfach mal. Das lag ganz gut. Einmal natürlich wegen dem Azubi Speed Dating, aber auch weil es in Nienburg liegt, wo ich auch wohne. Ich habe da jetzt immer einen Fahrtweg von 10 Minuten, was sehr angenehm ist. Ja. Ja, und die Übernahmechancen bei Göllner sind auch gut. Ich habe da zwei Kollegen gehabt, die direkt nach der Ausbildung auch dort anfangen konnten, direkt in Nienburg. Ich selbst fange jetzt in Hamburg an, aber in Köln Hamburg. Also ja, selbst wenn man dann nicht in Nienburg angenommen wird, hat man immer noch die Chance, dass man noch in einem anderen Haus, beispielsweise in Hamburg, dann übernommen wird. Und das war natürlich auch gut, dass man dadurch, dass man teilweise in der Schule und teilweise auf der Arbeit war, hat man sowohl in der Theorie als auch in der Praxis was mitbekommen. Man weiß, wie man die ganzen Formeln ausrechnet, aber man weiß auch, dass in der Praxis die Sachen nochmal ein bisschen anders funktionieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt in der Theorie die ganze Sendung plant, welche Größe die Paletten haben und so weiter und alles plant, wie das in den LKW kommt. In der Praxis ist das natürlich so, dass der Fahrer schon jahrelange Erfahrung hat und man weiß, man gibt ihm die Sendung und der Fahrer weiß selber, wie er die beladen muss. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man da Theorie und Praxis beides mitbekommt. Ich freue mich schon drauf.